Hallo liebe Profis. Wenn es brummt, dann sind wir immer ganz zufrieden und schaut her, es brummt heute wieder. Strautmann ist da mit dem Magnon 11. Den Magnon 10, den haben wir euch schon mal präsentiert in einem Praxistest und jetzt ist der Magnon 11 vorgestellt worden. Die Devise von Strautmann ist klar, keiner schneidet kürzer. Und mit 84 Messer und 22 mm Schnittlänge ist das tatsächlich der Fall. Wie das Futter nachher aussieht, das schauen wir uns hier an. Schwierigste Bedingungen, Feldgras, noch ziemlich feucht. Hier sieht man das Feldgras, das geschnitten werden muss. Das ist der erste Schnitt jetzt und das wurde vor 2 Tagen gemäht. Ist jetzt mit einem Einkreiselschwader zusammengehakt worden und wird jetzt vom Magnon entsprechend verarbeitet. Interessant bei Magnon auch ist die Pickup, die wir schon mal vorgestellt haben. Das sind gummiartige Zinken, die auf einer Rundwelle geschraubt sind. Das hat Strautmann auch etwas modifiziert. Das schauen wir uns im Detail an. Und natürlich Strautmann typisch die Walze zwischen Pickup und Rotor. Continuous Flow System. Damit wird der Übergang zum Rotor erleichtert und die Schwaden sollen noch ein bisschen auseinandergezogen werden. Damit 84 Messer in den Kanal geschwenkt werden können, sind einige Anpassungen am Ladeaggregat notwendig. Die Rotorzinken sind jetzt aus Hardox und an der Spitze 10 mm breit. Auch die Abstreifer wurden schmaler konstruiert. Anstelle von 14 mm wie beim Magnon 10 sind die Abstreifer im 11er 8 mm breit. Auch die Messer wurden modifiziert, wie die Halterung auch. Die Messer bleiben beidseitig nutzbar und sind nach wie vor per Kniehebelmechanik gegen Überlast gesichert. Zukünftig möchte Strautmann eine Lichtschranke wieder einführen, die dem Fahrer ausschwenkende Messer symbolisieren. Allerdings schwenken diese Messer federbelastet automatisch wieder in den Kanal. Bei Überlast arbeitet man als Fahrer wie gewohnt. Messer ausschwenken, Verstopfer einladen und weiter geht's. Vorgespannt ist ein Fendt 728. Sicherlich verträgt der Magnon 11 auch noch größere Traktoren. Abgesichert ist das Antriebssystem auf 3000 Newtonmeter. Der Wagen ist jetzt gefüllt, fährt zum Silo und dann schaut euch die Schnittqualität mal an. Mit 3 Dosierwalzen, auf die ebenfalls die 3000 Newtonmeter übertragen werden können, ist der Wagen schnell geleert. Deutlich sichtbar ist das kurze Futter, das förmlich aus dem Wagen bröckelt. Um mal einen Vergleich zu haben, die sich hier um die Walzen wickelnden Halme sind ungeschnitten, weil ein Fremdkörper im Schwad die Messer hat zurückschwenken lassen. Strautmann setzt nach wie vor auf einen geraden Kratzboden mit Beschleunigerwalze zwischen Pickup und Rotor. Den Magnon 11 wird es in den gleichen Größen geben wie den Magnon 10. Auch ein Tridem-Aggregat ist verfügbar. Der Wagen kostet laut Strautmann in der Grundausstattung 167.500 € und ist damit etwa 9% teurer als der Magnon 10. Hat euch das Video gefallen? Wie ist eure Erfahrung mit Schnittlängen unterhalb von 35 mm, wie es vor Jahren eigentlich der Standard war? Hat der Ladewagen eine Zukunft oder muss es der Feldwechsler sein? Oder ist es doch die Press-Wickel-Kombination? Schreibt es doch in die Kommentare und diskutiert mit uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und vergesst nicht auf profi.de nachzuschauen, weil dort seid ihr immer informiert in Sachen Landtechnik.